Die Zeiten werden herausfordernder für Deutschland, aber nicht nur für Deutschland. Und darüber möchte ich sprechen mit Roland Carter, General AD, bei uns zu Gast im Studio. Guten Tag, Herr Carter, schön, dass Sie hier sind. Tag, Frau Schupelius. Willkommen, hallo. Danke. Sicherheitspolitisch muss Deutschland jetzt aufwachen, sagen viele. Vor allem möchte ich aber erst einmal den Blick in die Ukraine wenden. Denn die Ukraine wird sich jetzt vielleicht nicht unbedingt nur gefreut haben über diesen Sieg von Donald Trump. Was genau bedeutet er für die Ukraine? Also ich denke mal, auch hier gilt zunächst, Wahlkampfgetöse ist was anderes als Realpolitik. Ich glaube nicht, dass es zu einem abrupten Ende jeglicher Unterstützung seitens der Vereinigten Staaten von Amerika kommt. Aber ich bin sicher, und das haben Sie angesprochen, die Europäische Union und damit Deutschland als Führungsnation wird erheblich mehr tun müssen. Nicht nur für ihre eigene Aufrüstung bzw. für die eigene Herstellung der Verteidigungsbereitschaft, sondern vor allen Dingen auch für die Ukraine. Denn die Lage in der Ukraine, und das kommt erschwerend hinzu, ist im Augenblick nicht nur prekär, die ist nach meiner Auffassung sehr kritisch. An allen Fronten und auch im Norden. Insofern muss man abwarten. Was mich am meisten interessiert, ist die Frage, und Präsident Trump oder zukünftiger Präsident Trump hat es ja angekündigt, er würde die Unterstützung für die Ukraine zumindest dezimieren, wenn nicht einstellen. Aber er sprach ja auch immer von einem diplomatischen Ansatz. Und der würde mich mal interessieren, wie er sich das vorstellt und was da seine nächsten Schritte sind. Schon mal, dass das Ganze sehr schnell beenden will, hat er angekündigt. Erst war von 24 Stunden, dann von einer Woche die Rede. Unwahrscheinlich, dass es so kommt. Jetzt haben Sie die EU erwähnt, Deutschland erwähnt, aber die NATO haben Sie nicht erwähnt. Das finde ich ganz interessant, weil sehen Sie da Trump als reinen Geschäftsmann? Will er einfach nur mehr Geld von der NATO oder kommt auch die NATO in einer zweiten Amtszeit noch stärker unter Druck? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern ich glaube, die Schlüsselfrage im Englischen Burden Sharing, ich glaube, dass die Lastenverteilung eine andere sein wird. Ich glaube schon, dass er all seine Aussagen, all seine Versprechen wahrmachen wird, indem er sagt, wer nicht leistet und wer dafür nicht bezahlt, der bleibt auf der Strecke oder der bekommt keine Unterstützung mehr. Insofern glaube ich, wird es jetzt dringend Zeit, dass auch die NATO, die sich sicherlich ein wenig mehr darauf vorbereitet hat als unser Land, dass die wach wird, dass jetzt sich die Länder und ihre Regierungen zusammenraufen und endlich mal eine konsolidierte Planung machen. Wie wollen wir A, die Ukraine unterstützen, B, wie wollen wir das Baltikum unterstützen und C, was ist dazu notwendig, um unsere eigenen Streitkräfte auf den Stand zu bringen, um zukünftigen Bedrohungen standzuhalten. Und da, glaube ich, liegt die erste Priorität. Darf ich noch mal ganz kurz reingehen? Aber diesen Weckruf hatten wir schon mal bei einer Trump-Administration. Es ist nicht so, dass zu wenig passiert. Und die Zeitenwende kam erst nach dem Beginn des Ukraine-Krieges. Also eigentlich alles verschoben. Insofern richtig. Wobei auch Zeitenwende, auch da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Ich denke mal, viele haben immer noch nicht verstanden, was eine Zeitenwende ist. Viele haben die Zeitenwende schon wieder abgehakt. Wenn ich mir allein die Zahlen angucke, und wir stehen ja nun in Deutschland unmittelbar vor dem Haushalt 25, dann kann ich nur hoffen, dass spätestens jetzt entsprechend nachgelegt wird und dass der Verteidigungsminister die Möglichkeit, die Bundeswehr tatsächlich in den Stand zu versetzen, dass sie verteidigungsfähig wird. Herr Carter, da würde ich gerne noch mal einhaken. Sie haben jetzt zweimal darüber geredet, dass die NATO unter Umständen besser vorbereitet ist als unsere Regierung und dass die Regierung sich nicht vorbereitet hat. Das sagen ja sehr viele. Wie hätte sich die Regierung denn sicherheitspolitisch auch vorbereiten können auf einen ja gar nicht so unwahrscheinlichen Sieg schon vorher von Donald Trump? Ich glaube, es ist ja seit vielen Jahren so, dass aus Gründen, die durchaus verstehbar sind, zumindest in Teilen, die Bundeswehr dramatisch unterfinanziert ist. Dass Strukturen weggebrochen sind, dass auch Fähigkeiten weggebrochen sind. Wenn Sie sich alleine die Fähigkeit Luftverteidigung angucken. In Deutschland haben wir vor wenigen Jahren die Fähigkeit Luftverteidigung des deutschen Heeres schlichtweg abgeschafft. Und wenn man sich heute anguckt, in der Ukraine und weltweit, welche Fähigkeit wird am meisten priorisiert, dann ist es die Flugabwehr im Augenblick. Also, das ist nur ein Beispiel, wo nach meiner Auffassung eine zumindest wenig zielgerichtete Planung in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und das hätte man eher erkennen können, vielleicht auch müssen. Und ich muss mich da an die eigene Nase fassen. Das muss ich zugestehen. Ich war zu der Zeit aktiv. Ich habe das alles mitgetragen, weil es eine andere Lagebeurteilung war. Insofern muss ich tatsächlich auch mich selber ein wenig zurücknehmen.
Das hört man wirklich selten hier im Studio und auch bei ehemaligen Generälen. Dankeschön, Roland Carter. Vielen Dank für das Stück Gespräch. Selbstkritik. Danke für die Mischung und die Analyse.